Bist du Team Bronco oder bist du doch mehr Team Defender? Auf YouTube habe ich eine Umfrage gestellt und 70% der Befragten würden sich beim Kauf für den Defender entscheiden. Heute im Vergleich die beiden TRX-4M Scale und Trail Crawler im Maßstab 1:18. Viel Spaß bei diesem Video. Beginnen möchte ich unsere Gegenüberstellung mit den beiden Verpackungen. Wir fangen an der Front an. Hier haben wir den Defender in Blau abgebildet, schön so ein bisschen im Profil dargestellt. Auf der anderen Seite den Bronco. Ansonsten ähnelt sich die Verpackung hier sehr, sehr stark. Es ist ein TRX-4M, es ist ein Trail- und Scale Crawler im Maßstab 1:18 von Traxxas. Einzig hier oben die beiden Logos unterscheiden sich dann doch noch. Dieses Logo weist dann zugleich darauf hin, dass es sich hierbei um ein lizenziertes Modell handelt. Jetzt aufgepasst, kommen wir zur Rückseite. Schau dir mal diese beiden Farben ganz genau an, denn diese wechseln jetzt auf einmal. Wir haben beide Fahrzeuge jetzt in der Seitenansicht und siehe da, der Bronco wechselt seine Farbe in Blau, der Defender in Rot. Auf einer weiteren Seite sehen wir dann, in welchen Farben wir beide Fahrzeuge bisher bestellen können. Aber hier lohnt es sich auf alle Fälle nochmal im Zubehörbereich vorbeizuschauen, denn gerade hier den Bronco gibt es in vielen verschiedenen zusätzlichen Farben zu kaufen. Wenn wir uns den Deckel der Verpackung einmal genauer anschauen, dann könnte man auf den ersten Blick meinen, Mensch, das sieht doch genau gleich aus. Wir haben hier auf beiden einmal die Chassis-Abbildungen und am Chassis dürfte sich ja jetzt gar nicht so viel verändert haben. Könnte man im ersten Moment meinen, wenn man aber genau hinschaut, dann sieht man auf alle Fälle, dass hier der Defender ist, einmal hier unten abgebildet. Hier haben wir den Bronco da abgebildet. Und die Stoßstangen, die unterscheiden sich auch und auch nochmal gut zu erkennen hier an den Reifen, denn der Bronco kommt mit BF Goodrich Reifen und der Defender mit Canyon Trail Reifen von Traxxas und das kann man hier sehr schön sehen. Ansonsten ist die Elektronik dieses Fahrzeugs komplett gleich. Auf der Unterseite sehen wir dann beide Fahrzeuge nochmal in Lebensgröße. So groß sind sie dann tatsächlich, wenn du sie auspackst. Und da haben wir einmal den Bronco in Weiß. Die Farbe haben wir bisher noch gar nicht auf dem Karton gesehen. Und hier haben wir den Defender in Grün. Kommen wir zur letzten Seite. Und zwar haben wir hier unsere Fahrzeuge nochmal abgebildet. Das Heck beider Fahrzeuge hier in Schwarz und nochmal die Front beider Fahrzeuge, hier sind sie rot. Der Lieferumfang beider Fahrzeuge ist sehr identisch. Hier gibt es nur ganz kleine Unterschiede. Natürlich haben wir einmal unsere beiden verschiedenen Fahrzeuge. Was hier bei der Styroporverpackung auffällt, die für den Defender ist tatsächlich etwas höher, für den Dachgepäckträger und bei dem Bronco etwas niedriger, so dass dieser hier nicht hin und her schlackert. Das finde ich sehr schön, dass man da nochmal drauf geachtet hat. Man hätte sich hier sicherlich auch Kosten sparen können, aber hier wirklich nochmal eine andere, leicht andere Form für den Bronco. Ansonsten ist so ziemlich alles gleich. Beide Fahrzeuge verfügen über einen 2S LiPo mit 750 mA, der etwas über eine Fahrstunde Fahrspaß bieten soll. Des Weiteren haben beide hier so ein kleines USB-Ladegerät mit Balancer-Funktion. Hier auch beim Defender zu sehen. Die Fernsteuerung ist ebenfalls bei beiden Fahrzeugen gleich. Ich hole jetzt hier nur mal eine raus. So sieht sie aus. Man kennt es doch auf jeden Fall. Eine klassische Traxxas-Funke. Natürlich hier ohne die Funktion für ein Zweiganggetriebe bzw. diese sperrbaren Differentiale. Das haben wir ja bei diesen beiden Fahrzeugen nicht. Den einzigen Unterschied, den es dann hier wirklich noch gibt, das ist die Anleitung. Einmal mit Defender-Logo, einmal mit dem Bronco. Und jetzt kommen wir ja zum Wichtigsten, zu der Optik. Die schauen wir uns mal im Detail an. Bei der Optik der Fahrzeuge, da scheiden sich ja wirklich die Geister.
Die einen sagen, ich finde den neuen Bronco ziemlich cool, auch wenn es ein sehr modernes Fahrzeug ist und mit dem klassischen Bronco nicht mehr viel gemeinsam hat. Und die anderen sagen, ey, weißt du was, es muss einfach der Defender sein, ich möchte ein Urtier haben und das ist und bleibt einfach der Defender, das ist für mich ein klassischer Crawler. Das ist natürlich die Geschmackssache. Kommen wir aber mal zu dem funktionellen Unterschied, der tatsächlich einen Unterschied auch im Gelände machen kann. Und da ist mir das ein oder andere aufgefallen. Wir haben hier unseren schicken Bronco. Der Bronco wiegt auf meiner Waage ohne Akku 461 Gramm. Der Defender ist ganze 23 Gramm schwerer. Macht es das jetzt besser oder schlechter? Nun ja, dazu muss man schauen, wie das Gewicht verteilt ist. Ich habe auf YouTube hier gesehen, dass manche sagen, dass der Bronco breiter ist vom Stand her als der Defender und deswegen nicht so schnell zur Seite kippt. Aber ist das wirklich so? Ich habe mal nachgemessen und die beiden Fahrzeuge sind hier bei der Spur ganz genau identisch breit. Und auch die Karosserie hier mit den Kotflügeln ist genau identisch breit. Daran kann es also nicht liegen. Aber woran es liegen kann, das ist die Verteilung des Schwerpunktes. Und wenn wir uns das hier mal so ein bisschen anschauen, dann sehen wir schon, dass der Bronco ein bisschen geduckter kommt und der Defender etwas höher aufbaut. Und das ist tatsächlich so. Der Defender ist hier ein ganzes Stück höher als der Bronco und hat somit auch einen etwas höheren Schwerpunkt. Ganz deutlich wird das dann auch nochmal, wenn man sich die beiden Fahrzeuge im Seitenprofil anschaut. Hier der Bronco deutlich flacher als der Defender. Und der Defender, der hat hier natürlich nochmal massig Gewicht drauf. Wir haben hier einen Dachgepäckträger, wir haben hier hinten noch einen Scale-Artikel dran, wie zum Beispiel kleine Benzinkanister, aber auch einen Wagenheber. Und du siehst schon, er hat hier hinten auch einen deutlich längeren Überhang als der Bronco, der wirklich schnell, schön, sauber abschließt. Und was man auch sofort sehen kann, dass hier der Poppes von dem Defender direkt etwas hängt. Bedeutet also, wir haben nicht nur einen höheren Schwerpunkt, sondern wir haben das Ganze auch etwas hecklastig. Hier kann man sicherlich mit Tuning ein bisschen nachhelfen, aber so kommen sie nun mal aus der Box. Und hier hängt der Defender so ein bisschen. Das kann ich hier bei dem Bronco nicht machen. Hier scheint mir die Gewichtsverteilung etwas besser gelaufen zu sein als hier bei dem Defender. Ansonsten sind beide Fahrzeuge wirklich ganz toll gemacht. Ein signifikanter Unterschied, bis auf natürlich das Design, sind dann hier nochmal die Räder. Wir haben hier unterschiedliche Felgen. Bei dem Defender ganz klassische Canyon Trail Reifen von Traxxas mit den bekannten Felgen dazu. Und hier haben wir die Bronco-Felge mit einer BF Goodrich-Bereifung. Wenn man sich das mal so anfühlt, dann schaut man hier mal so ein bisschen bei dem Defender. Das fühlt sich etwas griffiger an. Hier bei dem Bronco habe ich das Gefühl, dass das Profil ein ganz kleines bisschen glatter ist und dass das hier bei dem Defender eventuell im Praxistest etwas besser abschneiden könnte. Über eine Hardbody-Karosserie und klare Scheiben verfügen beide Fahrzeuge, genauso wie die zwei Farbenlackierung. Beim Bronco wirklich sehr schlecht zu sehen, denn hier haben wir alles schwarz in schwarz. Wenn du dieses Fahrzeug zum Beispiel jetzt in weiß kaufst, dann bekommst du die Karosserie an sich in weiß, aber das Dach zusammen hier mit diesem hinteren Bereich bleibt schwarz-matt. Ähnlich ist es hier auch beim Defender. Der Defender kommt auch in einer Zweifarbenlackierung. Einmal hier in dem Grün und auch hier ist das Dach schwarz. Türgriffe haben sie beide. Was mir bei dem Defender sehr gut gefällt, dass wir hier keinen Aufkleber haben für den Tankstutzen, sondern das geht hier wirklich rein und ist dreidimensional nachgebildet. Das gefällt mir richtig gut, das finde ich klasse. Von der Höhe unterscheiden sich die beiden Fahrzeuge nicht wirklich. Die Trittbretter hier, die sind genau gleich. Die sind an der Karosserie befestigt, diese Rockslider. Bedeutet also, wenn ich die beiden Karosserien abnehme, gehen die Trittbretter auch mit weg. Der Bronco hat wirklich sehr schöne kurze Überhänge, die vom Defender sind aber nicht wirklich länger. Bis auf hinten, da sieht man den Unterschied dann doch schon mal deutlicher, dass der Bronco hier wirklich einen ganz tollen Winkel hat
und der Defender, der baut hier etwas mehr auf. Wir können uns das natürlich auch nochmal von hinten anschauen und da muss ich sagen, gefällt mir der Reservereifen beim Bronco etwas besser. Das ist ein großer Aufkleber, der geht hier einmal komplett drüber. Beim Defender ist es hier tatsächlich nur dieses kleine Defender-Logo. Das wurde auch noch schräg aufgeklebt. Na, ich denke, das geht besser. Scale-Artikel haben wir hier nur beim Defender. Da haben wir einmal den Wagenheber und die Benzinkanister. Das würde hier bei dem modernen Bronco aber auch überhaupt nicht aussehen. So viel zur Karosserie. Schauen wir den beiden Fahrzeugen doch jetzt mal unter das Kunststoffkleid. Ganz toll bei beiden Fahrzeugen finde ich dabei die Verriegelung. Wir arbeiten hier nicht mit Klammern und nichts kann unsere Optik hier stören. Wir haben Klammern unter der Karosserie, 2 Stück, eine vorne, eine hinten. Dann nehmen wir das Ganze ab. Das klappt bei beiden Fahrzeugen ganz toll und ist wirklich sehr, sehr praktisch. Und wenn wir dann hier mal drunter schauen, unterscheiden sich die beiden Fahrzeuge überhaupt nicht, bis auf die bereits erwähnten Reifen. Wir können hier mal gucken, wir haben das Lenkservo mit Metallgetriebe, einen 180er Bürstenmotor mit 87T, hier das Akkufach für unseren 2S LiPo-Akku und hier Regler und Empfänger in einem. Beide Fahrzeuge verfügen über 3 Fahrmodi. Wir haben den Sportmodus, den Rennstreckenmodus und den Kriech- bzw. Crawl-Modus. Zudem sind beide Fahrzeuge wasserdicht und Besonderheit, beide Fahrzeuge verfügen nicht über einen An- und Ausschalter, sondern das wird tatsächlich geregelt, indem du einfach den Akku einsteckst oder wieder herausziehst. Beide Fahrzeuge haben auch dieselben Öldruckstoßdämpfer und ob die 20 Gramm mehr von dem Defender was ausmachen, das sehen wir jetzt mal hier in einem kurzen Bounce-Test. Im harten Offroad-Einsatz bin ich mir sicher, dass der Defender zwar etwas bessere Reifen hat, aber durch seinen hohen Schwerpunkt etwas schlechtere Karten hat als der Bronco. Der Bronco ist etwas kompakter, hat einen niedrigeren Schwerpunkt und auch hier auf YouTube siehst du teilweise, wenn es so richtig an die großen Steigungen geht, dass der Defender irgendwann hinten rüber kippt. Also welchen sollst du denn jetzt kaufen? Ganz ehrlich, das bleibt dir überlassen. Ich finde die TRX4M-Modelle klasse. Es ist ein schöner Maßstab, 1:18, kann man super mal mitnehmen nach der Arbeit, irgendwie im Feierabend so ein bisschen nochmal durch die Gegend fahren. Es ist schon fast Handtaschenformat, es ist nicht zu klein und wenn du sagst, ich stehe auf klassische Optik und im Grenzbereich, ja, da muss ich fahren können, da ist es mir doch egal, ob ich einen hohen Schwerpunkt habe oder nicht, dann ist sicherlich der Defender das richtige Fahrzeug für dich. Wenn du auf neuere Fahrzeuge, auf modernere Optik stehst und dir die Geländeeigenschaften extrem wichtig sind oder du vielleicht auch ein bisschen Angst vor so einem hohen Schwerpunkt hast, dann schau dir doch mal den Bronco genauer an. Ich finde beide super. Schreib's mir unten in die Kommentare, welchen du besser findest. Bis dahin, dein World Control RC.